Ja, hallo, hier ist der Ralf von Wisdom Keepers. Und heute möchte ich dir erklären, warum du es nicht schaffst, dich zu verändern. Ja, das Video ist aufgeteilt in 3 Bereiche. Der erste Teil ist, wie dein Geist funktioniert. Der zweite Geist ist, wie abhängig du von dir selbst und deinen eigenen Stoffen bist. Und der dritte Teil ist der, wo es die Lösung letztendlich gibt, wie es du schaffst, aus dieser Spirale herauszutreten. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Der erste Teil ist, dein Geist ist permanent nach außen gerichtet. Und das ist oft das Problem, dadurch, das kannst du dir vorstellen, wenn du früh aufwachst, bei vielen Menschen ist es so, dass entweder die Familie gleich an der Tür steht, Kinder, und fordern eben Dinge ein, oder der Griff geht vielleicht auch ans Handy, ob man dann einfach die Mails kontrolliert, Facebook, Twitter, WhatsApp, je nachdem. Und dann reagiert man schon. Das heißt also, dann fährt der Organismus hoch und ist dann damit beschäftigt, Probleme oder Situationen lösen zu wollen oder sich Gedanken zu machen. Das heißt also, man ist, wenn man die Nachrichten oft sich anschaut, eigentlich dieser Stressmodus, der dann steigt. Und das ist quasi der erste Punkt. Der erste Punkt ist, dass wir unseren Geist nach außen richten und dadurch dann reagieren. So. Der zweite Punkt ist, wie wir selbst Gefangener sind unserer eigenen Emotionen. Das bedeutet, unbewusst läuft bei uns dann dieser Stressmodus ab. Das heißt also, dieser Stressmodus ist gekoppelt an diesen Flucht- oder Kampfmodus. Sprich, früher, als es wirklich noch darum ging, ums Überleben zu kämpfen, quasi ohne die große Zivilisation, die wir jetzt kennen, war es so, dass wir in unserem Körper diesen Antreiber und den Bremser haben, unser Organismus eben dann hochfährt. Das heißt also, sprich, wenn wir eine Bedrohung haben, dann eben diesen Flucht- oder Kampfmodus haben. Das Ganze, wenn man überträgt auf die heutige Zeit, diese eingebildeten Bedrohungen, dass das Gehirn nicht unterscheidet. Deswegen ist es so, dass wir oft diese eingebildeten Bedrohungen, die vielleicht gar nicht real sind, oft genauso abspeichern, der Körper reagiert genauso, dass diese Stresshormone produziert werden. Und der Antreiber, in dem Fall ist es der Sympathikus, dann eben antreibt, sprich den Organismus hochfährt. Dadurch ist es so, dass wir zu wenig Energie in die Regeneration reingehen und dafür mehr Power. Quasi, wir müssen ja ums Überleben kämpfen sozusagen. So ist der Körper programmiert. Das heißt jetzt, dass der Körper in diesen sogenannten Überlebensmodus, wenn wir zum Beispiel reinschauen, Facebook, Twitter, die Ex-Frau, was auch immer, was für Situationen dann entstehen, dann projizieren wir oft eigene Emotionen rein, was sein könnte und so weiter und so fort. Das heißt also, dass dieser Stresslevel oftmals steigt und dadurch sind wir ständig in diesem Emotionscocktail gefangen, weil der Körper produziert, wenn wir das Gefühl haben, gestresst zu sein, ein eigenes Enzym, das spricht auch sagen wir mal, ein Eiweißmolekül, und dieser quasi Emotionscocktail, der dann dadurch entsteht, es ist eine Substanz, die der Körper dann abgibt und die gibt er ständig ab. Und es ist so ähnlich wie wenn wir drogenabhängig sind sozusagen, aber nach unserem eigenen Stoff, den wir selbst produzieren. Also unser Körper verlangt sozusagen nach diesem eigenen Emotionscocktail, den wir in regelmäßigen Abständen eben brauchen. Das bedeutet jetzt zum Beispiel konkret, wenn wir zum Beispiel sagen, ich fühle mich oft verraten oder ich fühle mich enttäuscht oder ich fühle mich überlastet, dass ich oftmals diese Emotion, unbewusst natürlich, erneut selbst herstellen möchte. Dass der Körper dadurch dann wieder dieses Enzym produziert und dass wir wieder unseren Cocktail abbekommen. Und das ist quasi die Spirale, wir sind Gefangener unserer eigenen Emotionen, unseres eigenen Cocktails quasi. Und es ist wirklich vergleichbar wie ein Drogenabhängiger, der wieder nach seinem nächsten Stoff abhängig ist. So, das heißt jetzt für uns oder für dich, für uns, dass wir lernen müssen, was passiert im Körper, das habe ich ja gerade erklärt, aber wie schaffe ich es eben da rauszukommen? Ja, und dann kommen wir zum dritten Punkt, wie schaffe ich es da rauszukommen? Was ist die Lösung letztendlich? Da gibt es 3 verschiedene Prinzipien, die da umzusetzen sind. Einmal Meditation und Visualisierung, hatten wir schon beim letzten Video. Das andere ist Heilsitzungen, die ich ja auch gebe, um das zu reinigen. Und der dritte Punkt ist letztendlich
beobachte deine Glaubenssätze, wonach du dein Leben ausrichtest. So, fangen wir erstmal mit dem ersten Punkt an, Meditation und Visualisierung. Das heißt, das Nervensystem, unser Gehirn, unser Nervensystem hier ist miteinander gekoppelt. Das heißt, wir haben ein Gehirn logischerweise und das Gehirn quasi ist das, wo wir versuchen, unseren Beta-Zustand, also quasi die Gehirnwellen, nicht mehr auf diese nach außen gerichtete Fokussierung zu haben, sondern die Gehirnwellen quasi auf das Innen zu fokussieren. Das heißt also, wir müssen lernen zu entspannen, runterzufahren. Autogenes Training hilft dabei auch. Das heißt, es ist die erste Stufe, dass man lernt, sich zu entspannen. So. Der nächste Schritt ist, dass man hier auch lernt, das Nervensystem zu entspannen. Denn das Gehirn und das Rückenmark ist ein Nervensystem, ist miteinander gekoppelt. Das heißt, das Gehirn ist natürlich für diese Prozesse zuständig, die einem das Denken abverlangen und so weiter, sich bewusst dafür zu entscheiden. Das Rückenmark ist gekoppelt an den Energiesystemen und das ist oftmals gekoppelt an die unbewussten Abläufe im Körper und auch, sagen wir mal, damit auch gekoppelt mit Enzymproduktion, weil es ist eben so, dass wir hier verschiedene Drüsen haben, Schilddrüse, Thymusdrüse und so weiter, verschiedene Drüsen eben und die sind gekoppelt an die jeweiligen, ich sage jetzt dazu, Chakren. Also wir haben 7 Chakren. Und diese 7 Chakren fängt jetzt an, zum Beispiel im Wurzelchakra zwischen den Beinen, dann das Nabel- oder das Hara-Zentrum, das ist das zweite Chakra. Das dritte Chakra ist der Solarplexus, wo der ganze Bauchraum mit gekoppelt ist. Dann haben wir hier das Herzzentrum auch, Kehlkopfchakra, drittes Auge und hier das Kronenchakra. Und diese Zentren sind mehr oder weniger in Disbalance am Anfang und da muss man auch lernen, sich auf diese Zentren zu konzentrieren, runterzufahren, loszulassen. Da gibt es spezielle Meditationstechniken dafür, um die eben auch runterzufahren. Und diese Enzyme, die vorher produziert worden sind, die haben sich bisher auch abgelagert in dem jeweiligen System, in dem jeweiligen Chakra, dass man hier lernt, die auch loszulassen. Wie schon gesagt, da gibt es spezielle Meditationen. Da ich erkläre nochmal in einem separaten Video eine Meditation dazu. Ja, neben der Meditation kannst du das Ganze natürlich noch visualisieren. Was wünschst du dir im Leben? Das habe ich ja in einem anderen Video auch schon erklärt, wie es du schaffst, deine Zukunft, das, was du dir wünschst, deine Ziele, deine Wünsche, deine Träume, dass du die visualisierst, um die Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist letztendlich das gekoppelt Meditation mit Visualisierung. Das ist der erste Punkt vom von der Lösung. Der zweite Punkt sind Heilsitzungen, schamanische Heilsitzungen. Denn ich habe ja vorhin erklärt, dass es wichtig ist, dass man versteht, man hat einmal das Gehirn, einmal das Nervensystem, also das Rückenmark mit den Chakren und da lagern sich diese emotionalen Cocktails eben ab. Das heißt, diese Enzyme lagern sich immer mehr und mehr ab über die Jahre und es kann eben sein, dass wenn es zu viel wird, dass man fast selber nicht mehr in der Lage dazu ist, das wirklich loszulassen. Und wenn es wirklich too much ist sozusagen, dann kann ich mit schamanischen Heilsitzungen helfen, dieses, ich sage mal, ähnlich wie ein Stausee, der sich dann gebildet hat, Stück für Stück abzuschöpfen, um danach dann die Entwicklung wieder zu beschleunigen. Das heißt also, das Loslassen und auf dem Weg sich auszurichten, das bleibt jedem selber überlassen. Das kann ich für keinen natürlich übernehmen. Aber ich kann Menschen helfen, die Dinge emotional und energetisch schneller loszulassen. Also es ist wie eine Beschleunigung sozusagen auf dem Loslassprozess. Das ist der erste Punkt, der eben ganz wichtig ist, bevor man neue Dinge ins Leben reinziehen kann, erstmal das Alte loszulassen. Nach dem Motto, du musst das Gefäß erst leeren, um es neu zu füllen. Und viele wollen das Gefäß erst füllen, obwohl das alte System noch voll ist. Und hier geht es wirklich darum, das alte System nochmal zu leeren. Ja, und der letzte Punkt ist letztendlich, dass du dich befasst mit deinen eigenen Glaubenssätzen. Denn deine Glaubenssätze, wonach auch du immer glaubst, dass das Leben funktioniert, formen dein sozusagen unsichtbares Gefängnis oder ich sage jetzt nicht Gefängnis, sondern Box. Das ist alles, was innerhalb dieser Box ist, das ist dein Glaubenssystem. So glaubst du, dass die Welt funktioniert. Wenn du was erreichen willst, was außerhalb dieser Box ist, das hatten wir auch schon beim letzten Video, dann ist es was du nicht glauben kannst. Und hier geht es wirklich darum, dass du mal überprüfst, wenn du zum Beispiel einen Lebensbereich hast, wo du sagst, das passt ja nicht, das ist irgendwie nicht so, wie ich es mir vorstelle, dann liegt unten drunter ein Glaubenssatz. Als Beispiel, wenn man sagen würde, du überarbeitest dich viel,
bis hin zum Burnout oder so, dann kann es sein, dass vielleicht ein Glaubenssatz unten drunter liegt wie, ich werde geliebt, wenn ich Leistung zeige. Oder ich muss mehr leisten, um mehr zu verdienen und sowas. Und solche Glaubenssätze liegen oft unten drunter. Das war bei mir auch so. Und bis ich darauf gekommen bin und tiefer reingegangen bin und diese Sätze ersetzt habe mit zum Beispiel, ich werde geliebt, wie ich bin. Die Arbeit macht mir Freude. Die Arbeit befreit mich zum Beispiel. Ja, und die Fülle umgibt mich. Ja. Das sind so Sätze, die man verwenden kann. Und das Entscheidende ist natürlich, dass es nicht ein Lippenbekenntnis ist, sondern ein Glaubenssatz, den man wirklich auch glaubt, letztendlich. Okay? Das ist der letzte Punkt, wonach du wirklich sagen kannst, wenn du diese Dinge beachtest, kannst du dein Leben Stück für Stück verändern. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und wenn du willst, kannst du den Kanal auch abonnieren, würde mich auch sehr freuen. Bis bald. Tschüss.